Mit der BPM Suite Anais können Sie Ihr Prozessmanagement mit weiteren Managementsystemen erweitern und zentral nutzen. Eines davon ist das Risikomanagement. Im Geschäftsleben ist es entscheidend, Risiken nicht nur zu erkennen, sondern auch intelligent zu managen. Für einen langfristigen Unternehmenserfolg sind regelmäßige Überprüfungen und ein solides Risikomanagement unabdingbar. Mit der App Risikomanagement in Anais können Sie Risiken in Ihrem Unternehmen dokumentieren und bewerten und so direkt angehen. Identifizieren Sie Risiken und erstellen Sie geeignete Kontrollen und Aufgaben, um sie zu minimieren oder ganz auszuschließen. Die App Risikomanagement können Sie über das App-Menü oben rechts im Portal öffnen. Die App öffnet sich in einer Unteransicht auf der App-Startseite. Dort finden Sie direkt die wichtigsten Einstiegsmöglichkeiten und Übersichten. Wenn Sie ein Risiko in Ihrem Unternehmen oder in einem Arbeitsprozess identifiziert haben, können Sie es mit allen relevanten Daten erfassen. Klicken Sie hierzu auf der App-Startseite auf Prozessrisiko erstellen oder auf Unternehmensrisiko erstellen. Geben Sie im Dialog die Daten für das Risiko ein. Alle Infos, die für das Anlegen eines Risikos relevant sind, sind mit einem Sternchen markiert. Geben Sie also mindestens diese Infos hier an. Und klicken Sie unten auf Risiko anlegen. Nachdem Sie ein Risiko angelegt haben, wird es im Dashboard von Mir erstellte Risiken aufgelistet. Dort können Sie es auswählen oder auch öffnen und in der rechten Sidebar weitere Eigenschaften ergänzen. Ziel ist es, für alle erfassten Risiken die Brutto- und Nettobewertungen zu definieren. Anhand der Bewertungen können die Risiken dann zur Übersicht und Einschätzung ausgewertet werden. Bewertete Risiken helfen Ihrem Unternehmen einzuschätzen, wie sich eintreffende Risiken ganz ohne und mit definierten Kontrollen auswirken. Für die Bewertung der Risiken können Sie das Schadenspotenzial und die Eintrittswahrscheinlichkeit einschätzen. Die Bewertung können Sie in Form eines Wertes eintragen: niedrig, normal, hoch oder sehr hoch. Die Risikoklasse wird dann anhand der eingetragenen Werte automatisch ermittelt. Die bewerteten Risiken fließen dann in den Dashboards in die Auswertungen mit ein. Auf der App-Startseite finden Sie beispielsweise mehrere Diagramme, die den Stand Ihrer Risiken darstellen, wie die Risikomatrizen und die interaktiven Tortendiagramme. Hier sehen Sie also direkt, wie sich eintreffende Risiken auswirken können und können dann mit Kontrollen und Aufgaben die Nachhaltigkeit Ihres Unternehmens steuern. Wenn Sie Ihr Risiko fertig erstellt und bewertet haben, können Sie im nächsten Schritt Kontrollen anlegen. Mit regelmäßigen Kontrollen können Sie dafür sorgen, dass das Risiko verhindert oder minimiert werden kann. Durch die Kontrollen wird ein internes Kontrollsystem, kurz IKS, implementiert. Als Ergebnis daraus resultiert die Risikokontrollmatrix. Um eine erste Kontrolle zu einem Risiko anzulegen, öffnen Sie das Risiko. Über das Kontextmenü können Sie eine HQ-Kontrolle anlegen. HQ-Kontrollen sind Headquarter-Kontrollen, werden also von der Konzernzentrale vorgegeben. HQ-Kontrollen gelten für jede Legal Entity oder Niederlassung eines Unternehmens. Im Dialog können Sie alle relevanten Daten zur HQ-Kontrolle eintragen. Wichtig sind hier wieder die Eigenschaften, die mit einem Sternchen markiert sind. Wenn Sie alle relevanten Eigenschaften hinterlegt haben, können Sie die HQ-Kontrolle anlegen. Die HQ-Kontrolle öffnet sich in Ihrer Ansicht. Dort wird im automatisch generierten Vernetzungsdiagramm angezeigt, wer die Verantwortung hat und für welches Risiko die Kontrolle angelegt wurde. Im rechten Eigenschaftenbereich können Sie nun weitere Einstellungen vornehmen. Von einer HQ-Kontrolle können Sie im nächsten Schritt eine LE-Kontrolle ableiten. LE-Kontrollen sind Legal Entity-Kontrollen, werden also von einer Legal Entity oder Niederlassung vorgegeben. LE-Kontrollen gelten somit nur innerhalb dieser einen Niederlassung, für die sie angelegt werden. Öffnen Sie das Kontextmenü einer HQ-Kontrolle und leiten Sie eine LE-Kontrolle ab. Im Dialog können Sie alle relevanten Daten zur LE-Kontrolle eintragen. Wichtig sind hier wieder die Eigenschaften, die mit einem Sternchen markiert sind.
Einige der Eigenschaften werden vom Risiko und von der HQ-Kontrolle übernommen. Diese können Sie direkt so belassen oder bei Bedarf noch anpassen. In den unteren 3 Abschnitten können Sie für die LE-Kontrolle regelmäßige Kontrollaufgaben, Überwachungskontrollen oder Review-Kontrollen konfigurieren. Diese werden dann in einem definierten Abstand automatisch erzeugt und den Verantwortlichen als Aufgabe zugewiesen. Diese wiederkehrenden Aufgaben werden standardmäßig für LE-Kontrollen angelegt. Sie haben aber auch die Möglichkeit, Kontrollaufgaben, Überwachungskontrollen und Review-Kontrollen für HQ-Kontrollen anzulegen. Wenn Sie alle relevanten Eigenschaften hinterlegt haben, können Sie die LE-Kontrolle anlegen. Auch in einer LE-Kontrolle wird im Vernetzungsdiagramm angezeigt, wer die Verantwortung hat und für welches Risiko die Kontrolle angelegt ist. Und auch hier haben Sie die Möglichkeit, in der rechten Sidebar alle Eigenschaften einzusehen und weitere zu ergänzen. Zusätzlich zu den automatisierten Aufgaben, die im Kontext einer Kontrolle konfiguriert und angelegt werden, können Sie auch Aufgaben direkt zu einem Risiko anlegen. Mit einer Risikoaufgabe können Risiken mitigiert und somit ihre negativen Auswirkungen reduziert werden. Alle Aufgaben, die innerhalb des Risikomanagements anfallen, werden in den Aufgaben-Dashboards der Verantwortlichen angezeigt. Um eine neue Risikoaufgabe anzulegen, öffnen Sie das Risiko und legen Sie über das Kontextmenü eine neue Aufgabe an. Geben Sie im Dialog alle wichtigsten Details für die Aufgabe und ihre Umsetzung an. Und klicken Sie auf Aufgabe anlegen. Die Aufgabe wird angelegt und direkt im Aufgaben-Dashboard angezeigt. Alle Beteiligten in der Aufgabe werden direkt benachrichtigt und können die Aufgabe umsetzen. In den Eigenschaften der Aufgabe können Sie weitere Einstellungen gezielt für das Risikomanagement vornehmen. Alle Risiken, Kontrollen und Aufgaben finden Sie in der Risikomanagement-App in den verschiedenen Reports. Dort haben Sie immer die komplette Übersicht. Die gesuchten Objekte können Sie in den Tabellen herausfiltern und die Tabelle sogar als Excel speichern. Da in einem Unternehmen meist nur ausgewählte Mitarbeitende am Risikomanagement beteiligt sind, können Sie direkt in der Risikomanagement-App im Portal die Berechtigungen einstellen. Dort können Sie hinterlegen, wer Zugang zur App hat und nur seine eigenen Risiken sehen darf, wer die administrative Verantwortung besitzt und die App uneingeschränkt nutzen darf und wer Key-User der App ist und die App bis auf die Stammdaten uneingeschränkt nutzen darf. Schaffen Sie Klarheit und Sicherheit in Ihrem Unternehmen mit dem Risikomanagement in der BPM Suite Anais. Neugierig geworden? Fordern Sie noch heute eine Testversion an. Und vergessen Sie nicht, unseren Kanal zu abonnieren.